wenn ich jetzt zurückdenke, wie kam denn es auch mit dieser Blockchain dann oder Blockchain-Projekte in Zug? Ich glaube einerseits, es war ein Glück, Zufall, aber Zufall basiert immer auch auf gewisse Vorkonstellationen, die eben bestehen. Dass wir wirklich Spezialisten hatten, die eben auch nicht nur die Compliance-Seite, sondern auch die digitalen Anwendungen verstanden haben, insbesondere in den Frühformen. Das hat dazu geführt, dass wir wirklich einen guten Nährboden waren, eben um Fragen im Zusammenhang mit eben Blockchain-Anwendungen und Blockchain Strukturen dann auch anzupacken. Die Ausgangslage war, und das war ja so schwierig zu verstehen, wir wollen eine digitale Infrastruktur lancieren, die auf verschiedenen dezentralen Rechnern läuft, die niemandem gehört, die immer wieder Updates benötigt, die eine Community hat und die mit der eingebauten Ökonomie des Protokolls so läuft, dass die Teilnehmer, User incentiviert sind, an diesem ganzen Ökosystem teilzunehmen. Lieber Luca, kannst du uns eine entsprechende Struktur dafür finden? Zuerst hat man eine GmbH oder AG-Lösung mal ins Auge gefasst. Wir kamen dann aber eben sehr schnell zum Schluss, dass die Stiftung die richtige Lösung war. Das Leadership-Teams damals Vitalik hat das dann auch gesehen, ja, wir machen eine solche Stiftung, eine solche Protokollstiftung. Das war die Version 1.0. Das war wirklich die einfachste. Nachher hat man dann dazugelernt, wurde viel komplexer, auch in der Governance, die wir eingebaut haben. Genau, dort wurde es noch komplexer. Also das Endresultat dieses Fundraiser ist, dass man das Protokoll dann noch fertig entwickelt hat und dann nach der fertigen Entwicklung, und jetzt wird es ein wenig kompliziert, der Community, die beim Fundraiser mitgemacht hat, eben einen ersten Genesis-Block vorgeschlagen hat. Und in diesem Genesis-Block waren dann die Zuteilungen vorprogrammiert. Und das ist die Frage eben, was ist das juristisch? Was passiert hier genau juristisch? Wir waren die Einzigen, die es je gemacht haben, die allereinzigen, die ersten natürlich. Und das hat auch dazu geführt, dass wir nachher dann überrannt worden sind mit Projekten, die das genau eben dann gleich machen wollten. Da haben sich die Projektteams die Klinke in die Hand gegeben. Wir waren voll, es wurde fast Preise bezahlt, damit wir mit denen sprechen. Das war wahnsinnig. Also ich könnte vorstellen, ein Rechtsanwalt, eine Kanzlei, die hat Freude, wenn mal ein Mandat reinkommt, 2, 3, und das waren Hunderte, die auf einmal da reingebrochen sind. Ja, so ein Boom, der Trend, der habe ich so nie vorher erlebt. Ich glaube, den werde ich auch nachher jetzt nicht mehr erleben. So etwas hat es noch nie gegeben. Es hat immer noch gewisse rechtliche Unsicherheiten. Man betrat Neuland. Bitcoin war immer wie heute, immer wieder im Zusammenhang mit Geldwäscherei und Kriminalität in Verbindung gebracht. Und dort auf der anderen Seite hatten wir so gute, innovative Teams, die da vor unserer Türe standen. Und das war nicht nur auch in Bezug auf die öffentliche Wahrnehmung, sondern auch in Bezug auf die Erfüllung und Erledigung der Arbeit, eine der härtesten Zeiten meines Lebens, 2016, 2017, 2018. Wir sehen, die Europäer haben mit MiCA eine regulatorische Grundlagen geschaffen. In Singapur werden über die MAS die Grundlagen geschaffen. Der Middle East ist auch bereit. Wenn USA auch noch kommt, dann sagen wir mal, ist die rechtliche Grundlage für das Ausrollen eben dieser Technologie wirklich dann auch global geschaffen. Und dann haben wir den globalen Wettbewerb. Und hier muss sich die Schweiz positionieren.
Ob ich jetzt etwas damit beigewirkt habe oder nicht, völlig egal. Aber ich hatte das Lebensprivileg und habe das Lebensprivileg, dass ich zu diesem Zeitpunkt dort und dabei war und mitmachen konnte. Wenn ich dann mal einmal vor meinen Enkel stehe und sage, ja, Großvater, wie hat das dann ausgesehen? Sage, hey, schau, ich war dabei, ich habe es gesehen, ich habe das auf und ab und Freud und Leid miterlebt in dieser Zeit. Und das erachte ich als Privileg.